ist so grün. Das ist ein Babyvulkan. Oh, echt? Ja. Oh mein Gott, da ist er. Immer wenn man denkt, das wird nicht mehr schöner, dann wird es noch schöner. Das ist wirklich unglaublich. In diesem Video zeigen wir euch einen der spektakulärsten Vulkane in ganz Indonesien, dem Mount Rinjani. Die letzten Meter. Ich glaube, da oben ist es. Der Mount Rinjani liegt auf der Insel Lombok und ist mit seinen 3726 Metern sogar der zweithöchste Vulkan in ganz Indonesien. Die Wanderung ist echt hart. Wir legen beim Aufstieg knapp 2000 Höhenmeter zurück, campen eine Nacht direkt am Kraterrand des Vulkans und werden mit einer unglaublichen Aussicht auf den Rinjani belohnt. Aber bevor wir uns ins Abenteuer stürzen, wollen wir euch erstmal einen kurzen Überblick darüber geben, welche Routen, welche Startpunkte und Schwierigkeitsgrade es gibt, damit ihr wisst, was am besten zu euch passt. Eine zweitägige Wanderung bis zum Kraterrand auf 2650 Meter mit einer Übernachtung dort und am nächsten Tag wieder zurück, also nicht auf den Gipfel. Oder eine dreitägige Tour mit Übernachtung am Kraterrand, Aufstieg auf den Gipfel morgens auf über 3700 Meter, wieder zurück zum Kraterrand, eine weitere Nacht dort und dann zurück. Das heißt also, ihr müsst euch vor der Tour fragen, wollt ihr nur zum Kraterrand, dann braucht ihr 2 Tage und eine Übernachtung, oder wollt ihr rauf zum Gipfel, dann braucht ihr in der Regel 3 Tage und 2 Übernachtungen. Es gibt auch die Variante, den Gipfel in 2 Tagen und einer Nacht zu besteigen, aber dafür muss man dann schon richtig fit sein. Der bekannteste Ausgangsort ist Senaru im Norden vom Rinjani. Dort starten üblicherweise die 2-Tagestouren auf den Kraterrand, weshalb die Tour auch oft als Senaru Crater Rim 2 Days, 1 Night hier überall auf Lombok angeboten wird. Die 3-Tagestour startet für gewöhnlich im Osten in Sembalun und führt dort über den Sembalun-Kraterrand auf den Rinjani und geht dann über den Senaru Crater Rim zurück nach Senaru. Mittlerweile gibt es allerdings auch einige Startpunkte im Süden, beispielsweise von Teti Batu aus, was dann aber auf den 3200 Meter hohen sogenannten Second Summit führt und nicht auf den Gipfel geht, oder eine 2- bzw. 3-Tageswanderung von Timbanu aus. Unseres Wissens nach ist es nicht möglich, diese Touren auf eigene Faust zu machen, sondern man benötigt immer einen Guide, und es gibt hier auf Lombok ganz viele verschiedene Agenturen, die das anbieten. Das kann man entweder in den touristischen Städten, zum Beispiel in Kuta oder Senggigi, direkt vor Ort buchen oder auch online über WhatsApp, und man muss das auch nicht Wochen im Voraus planen, sondern kann das auch relativ spontan machen. Und grundsätzlich ist das so, dass diese Touren meistens als Komplettpakete angeboten werden. Das heißt, die Abholung ist mit inkludiert. Das war beispielsweise bei uns Kuta. Dann eine Nacht im Hotel in dem Ort, wo ihr startet. Das war bei uns Senaru. Und dann alles, was zur Tour gehört, also der Guide, die Porter, Zelte, Schlafsack, alle Mahlzeiten, Trinken, Eintrittspreise und so weiter. Sowie der Transfer zu eurem nächsten Ziel auf Lombok, das wird bei uns dann Senggigi sein. Dann bleibt natürlich noch die Frage, was man alles einpacken muss, und dadurch, dass man ja Porter dabei hat, die die Ausrüstung tragen, bleibt da nicht mehr allzu viel übrig. Also ein kleiner Daypack reicht in der Regel, indem man sowas wie Wechselklamotten, Sonnencreme, Mückenzeug und sowas einpackt. Wir haben eine ausführliche Packliste zusammengeschrieben, die findet ihr auf dem Blog www.betterbeyond.de. Aber genug gelabert, würde ich jetzt mal sagen. Morgen früh um 7 geht's los. Wir sind ein bisschen nervös, aber wir freuen uns auch. It's more easy to go there than Okay. the big one. Oh, suddenly that was... Wir sind ja euch noch schuldig zu sagen, was wir überhaupt machen. Also wir haben uns für die etwas leichtere Variante entschieden und die 2-Tageswanderung auf den Senaru Crater Rim und sind jetzt hier auf dem Weg. Das ist unser Guide Jeff. Hey, Apa kabar? kabar baik. Bike. Und fahren jetzt zum Ausgangsort und dann geht's los. Also wir haben neben unserem Guide Jeff auch noch 2 Porter dabei, und die haben auf jeden Fall richtig viel zu tragen. Ich glaube, er meinte gerade so zwischen 25 und 30 Kilo pro Person. Also die machen auch einen harten Job. Der erste Part geht jetzt erstmal durch den Dschungel, was natürlich ganz angenehm ist, weil man erstmal nicht in der Sonne laufen muss. Aber so langsam komme ich doch schon ins Schwitzen. Brauchst du schon aus der Atem, und wir laufen vielleicht seit, ich habe die Uhr angemacht, 7 Minuten. Das ist sad. So when we reach on the position 2, so we're having lunch over there. Ah, we already have lunch on Yes. position 2. Yes. Okay. Okay. So, wir sind an unserem Mittagessen-Spot angekommen. Ich glaube, so früh haben wir noch nie zu Mittag gegessen. Es ist jetzt kurz vor 9:30. Wir machen das so früh, damit einfach die Porter nicht noch das Wasser bis zur nächsten Position schleppen müssen. Und ich bin mir sicher, dass das Essen sehr lecker wird. Wir haben jetzt auch schon die eine oder andere Tour hier in Indonesien gemacht, auch in den Dschungel. Und egal wie tief wir drin waren, das Essen war immer richtig, richtig lecker. Wow, it looks amazing. I hope the taste also is good. Oh, I'm sure it is. Terima kasih.
Habe ich zu viel versprochen? Nee, hast du nicht. Das ist so krass, was die hier zubereiten. Also ungelogen, es ist einfach besser, als wenn wir halt in einer voll ausgestatteten Küche kochen. Ja, es schmeckt mega. So after that, when we reach in the poison tree, we not walk again in the big forest like this in the jungle. So we walk on savanna. Ich sag, wie es ist. Es ist nicht ohne. Schon ordentlich anstrengend jetzt hier. Der letzte Teil ist einfach steil und es hört nicht auf. Aber irgendwie müssen wir die letzten Meter machen. Es geht nur nach oben. Aber da wollen wir schließlich auch hin. Da vorne sieht man Zelte. Ich glaube, wir sind fast da. So for the lake, in this moment we can't see. Yeah. It's still cloudy. Maybe we don't know for a few hours later. Das ist unsere Bleibe für die Nacht. Hier im Zelt. Im Zelt Schlafsäcke, Matratzen drin. Also das seht ihr heute Nacht nochmal, aber ich glaube, es wird bequem. Und hier wird noch ein Toilet-Tent aufgebaut. Es klart sich so ein bisschen auf. Und die Dimensionen sind einfach so riesig. Also der Rinjani ist nicht nur ein sehr hoher Vulkan, sondern auch ein sehr großer, einfach so vom Umfang her, wie riesig dieser Kraterrand einfach ist. Der See unten, wir sehen so ein bisschen, ist so grün. Der Babyvulkan. Oh, echt? Ja. Oh mein Gott, da ist er. Wir müssen erstmal ganz kurz von unserer Hype-Train wieder runterkommen. Aber es ist nicht einfach, weil die Aussicht ist wirklich fantastisch. Ja, der Hype ist zurecht. Aber also es war eine anstrengende Wanderung, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn man hier oben ankommt, innerhalb von einer Sekunde alles vergessen. Ja. Alles vergessen. Also es ist anstrengend, es ist schon hart, aber machbar auf jeden Fall. Also ja, wenn man einigermaßen sportlich ist, kriegt man es gut hin. Also dieser letzte Abschnitt ist schon steil, man kommt schon gut ins Schnaufen. Aber ja, man kann sich Zeit lassen. Eben, plan, keiner hetzt ein. Und man wird mit einer grandiosen Aussicht belohnt. Von daher, ja, gleich gibt es hier Fried Banana. Camp ist komplett aufgebaut. Das Camp füllt sich hier so langsam, wobei deutlich weniger Leute hier sind, als wir dachten. Also keine Ahnung, ob es sich ein bisschen zerläuft. Es gibt natürlich auch mehrere Camps hier, also je nachdem, welche Route man halt läuft. Aber hier jetzt im Senaru Crater Rim Camp ist jetzt gar nicht so viel los, muss ich sagen. Also es ist relativ entspannt, es ist gar nicht so viele Leute. Ein paar Zelte, die hier stehen, das seht ihr auch im Hintergrund. Und unser Abendessen ist auch schon angerichtet. Haben uns jetzt wieder in etwas dickere Klamotten geschmissen, weil es wird doch etwas kühler. Dann essen wir und dann schauen wir mal, ob es noch was vom Sunset gibt. Ich glaube eher nicht, aber ja, so oder so hat es sich jetzt schon gelohnt. Dinner is served. Lecker. Enjoy. Thank you. Salamat Makan. Lass es dir schmecken. Sieht sehr gut aus. Schmeckt auch sehr gut. Also die Verpflegung eine 10 von 10 auf jeden Fall. Was die hier zaubern für Essen. Ich hatte heute kein einziges Mal Hunger, aber ich habe so viel gegessen. Es ist so lecker. Oh mein Gott, du bist so feiern. Okay, geil. Ich will auch. Mantap, oder? Mantap, geil. Lecker. Schnell vom Abendessen hier auf so einen kleinen Hügel gegangen, wo wir jetzt den Sonnenuntergang sehen. Eigentlich wäre es noch krasser, wenn man so die Gilis sieht und Bali dahinter und den Gunung Agung, also den Vulkan auf Bali. Die Sicht haben wir heute nicht, aber trotzdem irgendwie so eine mystische Stimmung hier mit den Wolken. Jetzt haben wir auch die Sicht auf den Rinjani, der kommt so aus den Wolken raus. Also wir sind mal ganz weit weg davon, uns über das Wetter zu beschweren, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Es ist einfach so unfassbar schön. Wir haben doch hier noch Musik angemacht. Passt auch richtig gut zur Stimmung. Das Licht einfach golden, traumhaft schön. Im Hintergrund hier der Rinjani in die andere Richtung. Der Sunset, also... Immer wenn man denkt, es wird nicht mehr schöner, dann wird es noch schöner. Das ist wirklich unglaublich. Ich meine, es ist jetzt auch kühler geworden. Jetzt, wo die Sonne so ein bisschen weg ist, muss man ganz klar sagen, wir werden wahrscheinlich auch bald ins Zelt gehen und uns da aufwärmen und früh ins Bett gehen. Jetzt verpassen wir nicht mehr viel. Ja, eben. Und dann heißt es morgen früh aufstehen zum Sunrise, aber ich bin einfach gerade hin und weg wieder mal. Also, es ist der 14. Vulkan, auch wenn wir ihn nicht besteigen,
Es ist magisch einfach. Es ist einfach magisch. Halb 8, wir sind im Zelt, gehen früh schlafen, aber man konnte jetzt schon die Milchstraße mit bloßem Auge erkennen, obwohl es noch nicht mal komplett dunkel war. Wahrscheinlich heute Nacht noch krasser, aber ich kann es euch mal drüber blenden. Mega schön einfach. Und ja, hier der Komfort in den Zelten ist echt hoch. Wir haben eine Matratze, wir haben einen Schlafsack, wir haben sogar ein kleines Kissen. Von daher, ich weiß nicht, ob ihr euch vielleicht an unser Video vom Dukono-Hike erinnert, auch ein Vulkan auf Halmahera, können wir euch mal hier oben verlinken. Das ist der pure Luxus dagegen, das was wir hier haben. War ein bisschen anders. Hier ist es echt angenehm. Und ja, dann sehen wir uns morgen früh um 6 Uhr ungefähr wieder. You want to leave this place where we grew up, this old town, just put it all behind. Remember you. Pagi. How are you? Kabar baik. Very good. You had a good night? Yes, sleep like baby. Nice. It was very quiet here. Yes. How was your sleep? Yeah, it was really warm, so Warm. it didn't freeze. Very nice. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. Frühstück ist serviert. Die Sonne ist aufgegangen. Oh, das ist richtig viel. Wir haben hier Toast mit Käse, Ei und auch noch Banana Pancake. Also satt werden wir auf jeden Fall auf dieser Tour. Ja, mega lecker. Vor allem, wenn du nicht richtig Bereit für den Abstieg. Ja, ich glaube, jetzt wird es ziemlich schnell heiß. Das ist immer so krass, wenn die Sonne dann aufgegangen ist. Also Sonnencreme dürfen wir jetzt nicht vergessen. Und jetzt haben wir hier auch die Wanderstöcke. Die Ja. haben wir für den Aufstieg nicht gebraucht. Aber jetzt für den Abstieg könnten sie ganz praktisch sein. Aber die Kamera lege ich weg, einfach damit wir ein bisschen schneller unterwegs sind. Und dann melden wir uns wahrscheinlich aus Senggigi wieder. Das ist dann der nächste Stopp nach dem Hike. Und dann ziehen wir nochmal ein Gesamtfazit. Und die Kosten sind wir euch auf jeden Fall auch noch schuldig. Wir sind auf dem Rückweg und wir haben es jetzt auch schon fast geschafft. Wir machen gerade noch ein letztes Päuschen und ziehen jetzt mal hier unser Fazit. Also wir können schon mal so viel sagen, der Abstieg ist auf jeden Fall deutlich leichter als der Aufstieg. Aber wir würden auf jeden Fall Wanderstöcke empfehlen. Die haben wir uns ausgeliehen, weil wir die auch nicht hatten. Das kann man in den Agenturen machen. Genauso wie Jacken und Schuhe und so weiter. Also wenn ihr da das perfekte Equipment nicht habt, ist das kein Problem. Und insbesondere auf dem ersten Stück, das ist so ein bisschen rutschig und sehr steil, da sind die auf jeden Fall richtig viel wert. Und dann noch so die Frage, warum wir nicht den Rinjani Summit gemacht haben. Wir haben es jetzt gerade auf dem Rückweg mal so ein bisschen durchgerechnet. Also das sind in den 3 Tagen 7000 Höhenmeter, am zweiten Tag 3300. Man ist 12 Stunden unterwegs, steht morgens um 2 Uhr auf. Und ich sage, wie es ist, da hatten wir einfach nicht so Bock drauf gehabt. Wir wollten es ein bisschen genießen, gerade weil wir auch filmen, vloggen mit der Drohne und so weiter. Das wäre auf dieser 3-Tages-Wanderung, wenn wir es überhaupt geschafft hätten, gar nicht möglich gewesen. Und das war für uns jetzt eigentlich so perfekt gewesen. Ich glaube, generell darf man das auch nicht unterschätzen. Also die Tour jetzt, die wir gemacht haben, ist zwar die einfachste, aber trotzdem würden wir sagen, sollte man schon so ein bisschen gerne wandern zumindest oder so ein bisschen sportlich und fit sein, weil es ist jetzt auch trotzdem kein Spaziergang. Und wenn man wirklich den Gipfel machen möchte, also diese längere Tour, dann muss man schon wirklich, Bock drauf haben und man darf da nicht so naiv reingehen, also das ist schon wirklich anstrengend. Dann kommen wir jetzt mal zu den Kosten und können schon mal vorwegnehmen, es war die teuerste Aktivität, die wir jemals auf Reisen gemacht haben. Es hat $420 für 2 Personen für 2 Tage gekostet, also $110 pro Person, ist echt eine Stange Geld. Dazu kommt auch noch das Trinkgeld, das ist dann noch natürlich nicht mit dabei, aber es war ja auch ein Komplettpaket, das heißt die Übernachtung davor, die ganzen Transfers davor und danach sind auch mit dabei. Man kann es mit Sicherheit günstiger machen, aber uns war es auch wichtig, eine Agency zu nehmen, die Wert auf Nachhaltigkeit legt und das sagt ja schon der Name, Green
Rinjani, so hieß die Company, mit der wir das gemacht haben, die machen das und das haben wir eigentlich auch so wahrgenommen. Weil wir haben vorher gehört, dass es am Rinjani halt ein großes Müllproblem geben soll. Das haben wir jetzt ehrlicherweise nicht so krass gesehen, also nicht anders als in Lombok. Klar, wenn man in die Büsche schaut, sieht man mal ein bisschen Plastikmüll und vor allem Taschentücher und Klopapier. Nicht so nice, aber auch jetzt nicht Außergewöhnliches, müssen wir sagen. Und wir fanden es auch nicht so voll, wie wir dachten. Also es ist jetzt so Ende der Hauptreisezeit, aber Jeff, unser Guide, meinte, dass schon noch viele Leute da sind. Aber es gibt ja auch verschiedene Campsites und bei uns war die Atmosphäre eigentlich ziemlich angenehm. Man konnte sich mit den Leuten unterhalten, ist ein bisschen ins Gespräch gekommen. Die Landschaft sowieso traumhaft schön. Also das war eigentlich super entspannt, super schön. Und da war die Verpflegung auch noch richtig gut gewesen. Also das Essen wirklich fantastisch. Wer hier nicht satt wird, ich glaube, das geht gar nicht. Dann der Komfort in den Zelten. Jeff, unser Guide, war super freundlich. Von daher können wir das wirklich weiterempfehlen. Dann noch ein kleiner Tipp zum Abschluss. Es gibt hier in Senaro auch noch 2 richtig coole Wasserfälle. Die könnt ihr euch dann an dem Tag vor der Wanderung anschauen. Wir haben das jetzt nicht gemacht, weil wir schon in Tetebatu schöne Wasserfälle gesehen haben, aber die sollen sich auf jeden Fall lohnen. Ja, und das war's von diesem Video. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck bekommen, was man hier beim Rinjani erwartet, wie es so ist. Uns hat es richtig gut gefallen. Eine Empfehlung für jeden, der irgendwie gerne wandert. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Sengigi und Digilis. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Dann Der erste Part, direkt ausgerutscht, 900 Meter vor uns. Habe ich es richtig gerechnet? ich habe hier meine Smart. Aber der türmt sich hier mitten im Kratersee auf, quasi um den Rinjani drumherum. Nee. Überall türmen sich kleine Vulkane.